sagen, dass es dann sind ja nicht gegangen. Und wo stehe ich dann, Steffi? Du kannst dann auch wieder über deine Zeit aussagen. Deine Mama wollte lieber sagen, ich bin hier so die Quatsch. Das kannst du das machen, alles gut. Ja? Dann möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zur Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung Bionic to the Future über den Projektverbund bei Bionic. Als Paläontologe weiß ich ja, dass es im Laufe der Erdgeschichte schon einige Klimawandel gegeben hat, einige natürliche. Aber momentan, was man dann so sieht, was da so abgeht gerade, und das ist ja auch der wissenschaftliche Konsens von den meisten jedenfalls, der Klimawandel, der jetzt gerade passiert, der ist doch hat ziemlich viel mit Homo sapiens zu tun, also der ist menschengemacht. Wir haben uns, weil es eben auch so schnell passiert, ja. Also wir haben uns als Studenten auch öfters immer mal gefragt, wie ist denn das eigentlich bei so einem Klimawandel, wenn man da drin steckt? Oder steckt man da drin, kriegt man das mit? Oder ist es eher so, dass sich das über Tausende von Jahren oder auch Millionen von Jahren abspielt und man kriegt es dann eben nicht mit und beziehungsweise hinterher in Retrospektive ist es natürlich so, wenn Wissenschaftler kommen und Gesteine, Fossilien oder Isotope untersuchen, dass man dann das eben nachvollziehen kann. Aber wenn ich mir die Zahlen und Fakten anschaue, beziehungsweise wenn ich so in den letzten Jahren auch mal nach draußen geschaut habe, dann habe ich schon das Gefühl, oder dann ist es so, ich stecke da tatsächlich mittendrin. Und ich weiß nicht, ob mir das so viel Spaß macht. Was mir allerdings Spaß macht und was ich total genial finde, ist, dass wir hier gerade aktuelle Forschung haben, also dass wir da mittendrin stecken in aktueller Bionik-Forschung. Und das ist eben der Projektverbund bei Bionic, der an verschiedenen Hochschulen in ganz Bayern verteilt in mehreren Projekten daran arbeitet, für die Zukunft Technologien und Produkte zu entwickeln, die nachhaltig, energieeffizient und umweltfreundlich sind und damit halt eben auch klimafreundlich. Dann sind wir eben ins Jahr 2050 gereist. Also da gibt es zum Beispiel einen Tiefseeschwamm, der das Vorbild war für Lichtleiter, und die sind jetzt auch noch biologisch abbaubar. Oder es gibt Oberflächen, die reinigen sich selbst und können sich dann aber auch noch selbst reparieren und regenerieren. Witzig ist auch, dass sich da die sogenannte Bionikum-Zeitreise anscheinend so ein bisschen etabliert hat, denn es gibt da immer, also relativ viele Leute reisen da wohl in die Zukunft und deswegen sind die Leute da jetzt auch so ein bisschen, schon fast ein bisschen manchmal genervt, weil da einige mal kommen und ganz viele Fragen haben. Ein bisschen merkwürdig ist es allerdings, dass wir immer noch mit einem Auto, und zwar noch mit einem Benziner, in die Zukunft reisen, und da könnte man vielleicht auch mal was dran machen. Aber trotz allem, ich beschwere mich nicht, denn der Flug durch die Sterne ist absolut mega und ich kann es nur jedem empfehlen. Aber bevor wir das alle machen, wird erst nochmal der Boris Schneider und auch die Projektmitarbeiter ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Boris, the stage is yours. Ich bin froh und auch ein kleines bisschen stolz, hier sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, aber vom Design und sogar vom Titel erinnert es mich irgendwie so ein bisschen an eine Filmreihe Back to the Future. Die spielt im Jahr 1985 und die habe ich als Jugendlicher unheimlich gern geschaut. Und als die im Film ins Jahr 2015 reisen, hatten die interessante Zukunftsvisionen, von denen sich allerdings nur die wenigsten erfüllt haben. Also wenn man mal rausschaut, die Zahl an fliegenden Autos, die ich auf der Herreise gesehen habe, hält sich in Grenzen. Auch selbst trocknende Jacken habe ich noch keine gefunden. Und auch die coolen Hoverboards, die so über den Boden schweben, ja, gibt es wohl noch nicht zu kaufen. Wären wohl jetzt auch nichts mehr für mich, wahrscheinlich würde ich runterfallen. Die Visionen, die sich hinter dieser Trennwand befinden, ich denke, die haben deutlich bessere Chancen, tatsächlich in Erfüllung zu gehen, tatsächlich real zu werden. Warum glaube ich das?
weil da tatsächlich im Moment Forschung zuläuft, zu diesen Themen. Eva hat es schon ein bisschen angesprochen, also das sind im Wesentlichen 6 Projekte, 6 Forschungsprojekte, dann noch ein Koordinierungsvorhaben von der Technischen Hochschule Deggendorf und euer Begleitvorhaben hier vom Bionikum, vom Umweltministerium finanziert. Da geht es um abweisende Oberflächen, sich selbst heilende Oberflächen, um bioabbaubare Lichtleiter, um Biokeramik. Also ganz spannende Themen. Und zwar sind viele Probleme dadurch entstanden, dass man sich bei der Entwicklung von Produkten keine Gedanken über den gesamten Lebenszyklus gemacht hat. Ich nenne da vielleicht nur mal als Beispiel Bioplastik, was heute in Mengen sich in den Meeren anhäuft. Wenn man bei der Produktion schon daran gedacht hätte, das biologisch abbaubar zu machen, vor Jahren hätte man heute keine Probleme. Und das sind Dinge, die auch in dem Projektverbund bei Bionic angegangen werden sollen, dass man in der Produktentwicklung schon Ressourceneffizienz, Wiederverwertbarkeit, möglichst schadstoffarme Herstellung direkt mit berücksichtigt, und soweit soll dieser ganze Projektverbund einen gewissen Vorzeigecharakter haben. Gut, das Letzte, was ich noch sagen will, ist Dank ans Bionikum. Das ist der bei Bionic Projektverbund der einzige, der bis jetzt ein Begleitvorhaben hat, wo tatsächlich also quasi Pädagogen dabei sind, die versuchen, das, was der Projektverbund macht, auch der Öffentlichkeit zu vermitteln. Und auch das ist meines Erachtens immer wichtiger. Die Wissenschaft darf nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern muss ihre Ergebnisse, ihre Resultate oder auch das, was nicht funktioniert hat, klar kommunizieren, damit in der Bevölkerung da Verständnis entsteht und auch Vertrauen entsteht. Und da hat das Bionikum einen ganz wichtigen Anteil geleistet. Und jetzt hoffe ich, dass dann auch ganz viele Leute die Ausstellung besuchen. Ich bin selbst schon sehr gespannt. Danke. Gut, unser Beitrag zu dem Bionic-Projektverbund sind selbstreinigende Oberflächen. Sie sehen hier ein Bild von der Lotuspflanze, die, glaube ich, auch jeder kennt. Ich zeige gleich nochmal ein Video, um zu zeigen, wie die funktioniert. Und da wurde ich gebeten vom Bionikum, kurz nochmal aufzugreifen, wo denn der Unterschied zu der Lotuspflanze, die man als selbstreinigendes Vorbild sozusagen nehmen kann, und der Kannenpflanze ist. Und da sage ich natürlich nicht nein, jetzt kommt der Wissenschaftler durch und greife kurz nochmal auf, warum möchte man überhaupt solche selbstreinigend und nicht haftenden Oberflächen machen? Denken Sie sich einfach Ihre Lieblingsanwendung aus, ob Sie jetzt gern segeln gehen oder in der Schifffahrt tätig sind. Da sind Muscheln auf Schiffsrümpfen ein Riesenproblem, weil das unheimlich viel Treibstoff kostet und entsprechend nicht nachhaltig ist. Wenn Sie Solarzellen auf Ihrem Haus haben, können Sie sich vorstellen, je mehr Dreck da drauf liegt, desto weniger Strom bekommen Sie pro Quadratmeter raus. Wer fliegt, das sind die wenigsten von uns im Moment, aber wer das nächste Mal ein Flugzeug besteigt und es ist im Winter kalt, dann wissen wir natürlich auch, dass Eisformierungen auf Infrastruktur, auf Flugzeugen und so weiter ein großes Problem sein kann. Und auch im Gesundheitswesen, wo auch immer Bakterien haften, ist es in der Regel nicht erwünscht. Ne? Bakterien, Coronaviren, was auch immer Sie lieber nicht an die Finger bekommen möchten. Gut, und was macht die Natur dagegen? Ich habe gerade schon die Lotuspflanze angesprochen. Ich glaube, da muss ich nicht ins Detail gehen. Ich kann aber gerne Fragen später beantworten. Was die Lotuspflanze macht, ist so eine Art Fakir-Ansatz. Die hat hier so eine Oberflächenrauigkeit, also wie meine Finger hier, und jetzt sitzt ein Tropfen Wasser nur auf diesen Spitzen. Dadurch gibt es wenig Kontakt und der Wassertropfen kann leicht wegrollen. Und die Kannenpflanze macht es ein kleines bisschen anders. Hier sieht man so ein Bild von der Kannenpflanze. Die saugt sich mit Wasser voll. Denken Sie an einen Schwamm oder sowas in der Küche. Und wenn man mit Wasser vollgesaugt ist und eine zweite Flüssigkeit oben drauf ist, dann entsteht so ein Effekt wie auf der Rutschbahn im Schwimmbad, wo Sie unheimlich leicht und mit sehr wenig Widerstand runterrutschen können. Für die, die das ausprobieren wollen, können Sie sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn die Rutsche im Schwimmbad kein Wasser hat. Da wird auch wenig gerutscht dann insgesamt. Das ist also das Prinzip von der Kannenpflanze. Und in der Technologie ist es natürlich auch so, dass man oft andere Flüssigkeiten abweisen will. Und dazu haben wir dann diese Kannenpflanzenbeschichtungen entwickelt. Und auch hier gehe ich mal weiter. Ich zeige Ihnen einfach ein bisschen älteres Video, als wir angefangen haben, das zu entwickeln. Und hier sehen Sie so eine Oberfläche, die beschichtet ist. Und da sehen Sie jetzt, dass sowohl wasserbasierte Flüssigkeiten, in dem Fall Rotwein, abgewiesen werden kann, als auch besagtes Öl. Das ist jetzt in dem Fall Olivenöl. Und Sie sehen auch da, perlt das einfach komplett von der Oberfläche ab und entnetzt. Ja, die Oberfläche bleibt glatt. Und dann auch irgendwie besonders klebrige Flüssigkeiten. Hier habe ich jetzt mal Ketchup genommen als Beispiel. Sehen Sie auch, dass es einfach von der Oberfläche runterrutscht. Das ist sozusagen der Vorteil von der Kannenpflanze gegenüber der Lotuspflanze, dass die durch diese besondere Struktur mit dieser Hilfsflüssigkeit einfacher abweisen kann. Gut, also zusammenfassend, Bionic ist extrem funktional und viele Eigenschaften in der Natur übersteigen das, was wir als Menschen eigentlich kennen. Das ist das Wichtige, ne? Und deshalb wollen wir davon lernen.
Gut, und hier zeige ich jetzt, was wir gelernt haben. Der bionische Ansatz für diese Kannenpflanze. Das war die Idee, die wir haben. Wir wollten einen komplett wasserbasierten Prozess aufziehen. Und der war auch relativ erfolgreich. Ich zeige Ihnen einfach mal, was jetzt rausgekommen ist. Also hier sehen Sie so eine beschichtete Oberfläche. Und was hier drauf liegt, was so wie Kugel aussieht, sind einfach die Wassertropfen, die auf der Oberfläche nicht haften wollen. Und auch hier habe ich ein kleines Video mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wie der Wassertropfen da einfach runterrollt. Sieht ganz ähnlich aus wie in der Lotuspflanze. Ja, und dann haben wir das Ganze auch auf Kannenpflanzenbasis weitergemacht. Und hier sieht man auch einfach 2 Videos. Auf der linken Seite ist ein normaler Honiglöffel, ne, so ein Holz, und der ist hier jetzt beschichtet worden. Und wir sehen, dass so nach und nach perlt dieser total klebrige Honig von dem beschichteten Löffel ab. Und man hat erstens einen sauberen Löffel danach und zweitens kann man natürlich den Honig viel effizienter dann verwenden. Und hier auf der linken Seite haben wir 2 Schuhsohlen. Die linke ist unbeschichtet, die rechte ist beschichtet mit dem Material von uns. Und der Salvatore schlägt die jetzt aneinander. Und Sie sehen, dass es viel leichter vom rechten Schuh abgeht als vom linken. Also auch so haben Sie ganz eindeutig diesen Selbstreinigungseffekt. Und man kann natürlich dann entsprechend die Schuhe viel schneller wieder auf der Baustelle anziehen oder wo auch immer man das möchte. Ja, das sind die Projekte von Salvatore, den man jetzt hier gerade vollkommen kopflos sieht, und von Theresa, das war das vorherige, die da wirklich eine tolle Arbeit geleistet haben. Gut, also das heißt, Bionik ist nachhaltig und man kann wirklich hochfunktionelle Materialien damit herstellen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der Ausstellung. Und mein Name ist Robin Löffler, ich bin von der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir betreuen das Eulenharz-Projekt, wo es eben darum geht, das biologische Vorbild des Eulenhalses nachzubilden. Ich bin die Sarah Hase, ich arbeite an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, und zwar an dem Biokeramik-Projekt. Genau. Und Sarah, du magst ja was mit Biokeramik, wie du gerade gesagt hast. Das ist ja total interessant auf jeden Fall. Weil wir arbeiten in einem Eulenhals, und das Prinzip des Eulenhals ist es ja, aus vielen kleinen Einzelbewegungen der Halswirbelsäule, das sind 28 Wirbel, oder 14 Wirbel, und wir haben 28 Gelenke draus gemacht, und da entstehen aus vielen kleinen Bewegungen eine große Gesamtbewegung. Deswegen kann die Eule ja den Kopf um 270 Grad in beide Richtungen drehen und um 180 Grad nach hinten neigen. Und wir haben eben für uns als Antriebe uns vom Gedächtnislegierungen herausgesucht, die funktionieren so ein bisschen, man kann sich vorstellen wie Muskeln in der Natur. Durch eine Gefügeumwandlung verkürzen die sich und die müssen eben beheizt werden. Und also, Sarah, so kannst du das sehen. Das sind quasi die kleinen Umlenkstellen, damit sind also Teflonschläuche drin, und da laufen eben die Drähte rum, so eine Feder als Rückstelle. Und jetzt, aber was haben denn eure Biokeramiken für Eigenschaften? Also, ich meine, du weißt ja, unsere Biokeramiken, die beruhen darauf, dass wir uns Muschelschalen anschauen. Und ich denke mal, du hast ja auch schon mal eine Muschelschale angesehen. Und man sieht dann immer diese wunderbare Perlmuttschicht. Und das ist eigentlich das Besondere daran. Denn wenn man die sich mal unter dem Mikroskop anschauen würde, dann würde man erkennen, dass sie einfach aussieht wie eine Ziegelsteinmauer. Das bedeutet, ich habe meine Kalkplättchen, die in einer weichen Matrix eingebettet sind. Das sind meistens Proteine oder eben Biopolymere. Wenn man einen Druck auf die Muschelschale ausübt, dann kann sie die Belastung viel besser aufnehmen als ein einzelner Kristall. Wenn da ein Riss entsteht, der würde dazu führen, dass der Kristall bricht. Wenn ich jetzt aber meine Muschelschale habe mit der Organik, dann wird der Riss einfach umgeleitet, er wird abgefedert und die Muschel geht nicht so schnell kaputt. Das ist ja super, also das klingt ja wirklich, also für mein Projekt, als könnten wir einfach die Umlenkstellen, die wir jetzt hier mit solchen kleinen Teflonschläuchen beschichtet haben oder sagen wir belebt haben, die eben für eine elektrische Isolation da sind und eben für gute Gleiteigenschaften, dass das ja mit euren Biokeramiken auch funktionieren würde. Also im Prinzip schon, denn Kalk und auch Polymere sind gar nicht elektrisch leitfähig, das heißt, du hättest eine Isolation definitiv gegeben. Was nur schwierig wird, sind die Verschleißeigenschaften. Das haben wir jetzt noch gar nicht getestet. Das müsste man einfach mal ausprobieren, aber prinzipiell würde es gut funktionieren können. Aber ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, muss ich sagen. Wenn hier das Teil ist einfach aus Kunststoff gedruckt, das ist einfach ABS, und da bin ich mir sicher, da halten eure Keramiken sicherlich mehr aus. Das Besondere an unseren Schichten ist eben auch, dass wir eben umweltbewusst arbeiten. Wenn ich bedenke, dass normale technische Keramiken, die für sowas eingesetzt werden, bei hohen Temperaturen verarbeitet werden, sind wir mit unseren Schichten sehr im Vorteil. Wir verwenden Biopolymere oder eben Polymere, die biologisch abbaubar sind, und bringen die eben in unsere Keramik ein, was auch schon mal für eine technische Keramik gar nicht möglich wäre bei den hohen Temperaturen. Wir machen das einfach bei Raumtemperaturen. Wäre doch super, wenn wir dann so wunderschöne perlmuttfarbige Schichten auf deinem Eulenhalsgelenk hätten. Das wird richtig was hermachen. Genau. Jo. Ja, super. Ihr legt jetzt gerade die Grundsteine für das, was eben dann
2050 schon es gibt in der Anwendung an Produkten, an Produktionsprozessen. Und das ist wunderbar. Wir freuen uns. Ich finde es super. Danke euch, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ja, vielleicht auch in Richtung Ministerien und Ministerium, dass es nicht der letzte Projektverbund geblieben ist, denn man sieht ja, es ist wichtig und ihr macht tolle Sachen und das denke ich mal, dass es auch in den nächsten Jahren wichtig ist, da weiter dran zu bleiben und weiter zu forschen. So, ich würde euch jetzt alle einladen, durchs All zu fliegen, in die Ausstellung rein, beziehungsweise in die Zukunft und schaut euch da mal um. Und ansonsten ist dann auch das Buffet freigegeben. Danke.